Es war ein sonniger Tag, als Aktaion, der stolze und berühmte Jäger, durch die Wälder streifte. Er war mutig, aber auch etwas überheblich. Und das sollte ihm zum Verhängnis werden. Denn während er durch das Dickicht schlich, hörte er unerwartet das Plätschern von Wasser. Neugierig folgte er dem Geräusch und entdeckte eine verborgene Lichtung, in der eine Quelle in ein stilles Becken mündete. Dort badete Artemis, umgeben von ihren Nymphen. Aktaion war sofort im Banne ihrer Schönheit und konnte nicht wegschauen. Sein Blick jedoch blieb nicht unbemerkt. Artemis, bekannt für ihre Sittsamkeit und ihren Stolz, warf ihm einen zornigen Blick zu. Niemand darf mich ungestraft entblößt sehen, sagte sie und erhob ihre Hand. Im selben Augenblick war Aktaion verhext. Seine Hände verwandelten sich in Pfoten, sein Körper in einen Hirsch. Voller Entsetzen floh er in den Wald. Seine eigenen Jagdhunde jedoch nahmen seine Spur auf und jagten ihn unerbittlich, ohne ihn zu erkennen. Am Ende wurde Aktaion von seinen eigenen Hunden zerfleischt. Eine Warnung an alle, die sich mit der Göttin der Jagd anlegen oder ihre Grenzen überschreiten wollten. Die gnadenlose Göttin hatte aber auch ganz andere Seiten und überdies eine Pflanze mit besonderen Kräften. Und um die soll es im aktuellen Vlog gehen, den Beifuß. Im Mittelalter galt Beifuß als die Mutter aller Kräuter. Man schätzte ihn für seine heilende Wirkung, insbesondere bei Krankheiten der Frauen. In Naturheilkunde und traditioneller Medizin hat er eine lange Geschichte der Verwendung. Die Beifußarten gehören zur Gattung Artemisia und die Wahl dieses Gattungsnamens erfolgte nicht zufällig. Der Name Artemisia wird mit zwei historischen Königinnen, Artemisia I. und Artemisia II. Von Karien, in Verbindung gebracht. Artemisia I. war die einzige weibliche Kommandantin einer Flotte während der Schlacht von Salamis, während Artemisia II. Für den Bau eines Mausoleums zu Ehren ihres verstorbenen Mannes bekannt ist, das als eines der 7 Weltwunder gilt. Beide genannten stehen sinnbildlich für die Stärke und Unabhängigkeit der Frauen. Was den botanischen Namen der Pflanze angeht, ist jedoch wahrscheinlicher und verschiedene Quellen weisen auch darauf hin, dass die Namenspatronin des Beifuß die griechische Göttin Artemis ist, die als Göttin des Mondes, der Jagd, der Geburt und der Natur verehrt und als Beschützerin der Frauen angesehen wird, was die heilenden Eigenschaften der Pflanze widerspiegelt. Der Name Artemis kommt vermutlich aus dem mykänischen Griechisch. Was er übersetzt bedeutet, darüber streiten sich die Geister. Manche sagen, er meint heilig oder gesund. Andere denken, dass er auf einen Bärenkult hindeutet. Artemis zählt zu den 12 großen olympischen Göttern. Schon durch die Geschichte ihrer Geburt wird deutlich, wohin ihre Lebensreise gehen sollte. Sie ist die Tochter von Göttervater Zeus und Leto, einer Titanin. Es gab da nur ein kleines Problem. Zeus war schon verheiratet, und zwar ausgerechnet mit der Göttin der Ehe Hera. Für die war es natürlich ein schwerer Schlag, dass ausgerechnet ihr Gatte fremdgegangen war. Sie kochte vor Eifersucht und verfluchte, nein, nicht ihren Mann, sondern Leto. Die durfte keinen festen Boden betreten, um ihre Kinder zur Welt zu bringen. Also floh Leto, um nach einem geeigneten Ort für die Geburt ihrer Kinder zu suchen. Schließlich fand sie Zuflucht auf der kleinen Insel Delos außerhalb des direkten Einflusses Heras. Dort gebar sie zuerst Artemis und dann ihren Zwillingsbruder Apollo. In dieser kritischen Lage half Artemis ihrer Mutter bei der Geburt ihres eigenen Bruders, was mal wieder eine Huhn- oder Ei-Frage aufwirft. Kam sie schon als Göttin der Geburt zur Welt
Oder wurde das erst durch ihre spontane Hilfe bei Apollos Geburt zu ihrer Bestimmung? Apollo jedenfalls wurde zum Gott der Sonne, während Artemis als Göttin des Mondes verehrt wird. Apollo assoziiert man dementsprechend mit Licht und Ordnung, Artemis dagegen mit Naturverbundenheit und Unabhängigkeit. Artemis' Charakter ist vielschichtig und komplex. 4 Eigenschaften stechen bei ihr hervor. Erstens Unabhängigkeit. Artemis ist willensstark und unabhängig. Sie weigert sich, einen Ehemann zu akzeptieren, hat aber wohl One-Night-Stands, sodass das ihr zugeschriebene Attribut der Jungfräulichkeit wohl eher als Ehelosigkeit verstanden werden kann. Zweitens die Jagd. Als Göttin der Jagd wird sie oft mit einem Bogen und Pfeilen dargestellt. Ihre Fähigkeiten als Jägerin sind legendär. Drittens Schutz. Artemis ist die Beschützerin von Frauen und Kindern, insbesondere während der Geburt. Sie wird als eine mütterliche Figur angesehen, die Frauen in schwierigen Zeiten beisteht. Schließlich Punkt 4 Strenge und Rachsucht. In vielen Geschichten zeigt sie eine strenge und manchmal grausame Seite, wie die Geschichte Aktaions belegt. Geprägt wird Artemis' Charakter durch ihren Drang nach Selbstständigkeit. Sie wehrt sich vehement gegen Heiratsanträge und bewahrt ihre Unabhängigkeit. Diese Eigenschaft ließ sie zu einer Symbolfigur für Frauen werden, die Freiheit und Selbstbestimmung anstreben. Artemis als die Jägerin besitzt natürlich Waffen. Bogen und Pfeile bekommt sie von den Zyklopen. Das Material, aus dem sie gefertigt wurden, nämlich Silber, weist auf ihre Verbindung zum Mond hin. Sie wird außerdem häufig in Begleitung von Tieren dargestellt, insbesondere Hirschen, Bären und Ebern. Der Hirsch ist dabei allerdings ihr häufigster Begleiter. Als Meisterin der Jagd besitzt sie die Kontrolle über sowohl das Leben als auch den Tod. Womit wir bei der Dualität von Leben und Tod angekommen wären. Während diese Göttin das Leben durch ihren Einsatz für Fruchtbarkeit und Geburt fördert, besitzt sie auch einen zerstörerischen Aspekt. In einigen Mythen wird sie gar als grausam dargestellt. Da bringt sie Krankheiten über die Menschen oder fordert gar Menschenopfer. Diese duale Natur zeigt sich besonders in Beziehung auf den Mond. Während des abnehmenden Mondes nimmt ihr zerstörerischer Aspekt überhand. Die Verehrung der Artemis zeigt sich in vielen Kultpraktiken, wie Opfergaben und Festen zu ihren Ehren. In vielen Regionen Griechenlands gab es auch spezielle Tempel für sie, wie den berühmten Tempel von Ephesos, wo sie als Artemis Ephesia verehrt wurde. Oft wurde sie auch mit lokalen Naturgottheiten identifiziert, was ihre Anpassungsfähigkeit an verschiedene kulturelle Kontexte unterstreicht. All das zeigt Artemis als archetypischen Charakter mit einer klaren Verbindung zu einer ebenso archetypischen Pflanze, dem nach ihr benannten Beifuß, der mal als Unkraut, mal als Heilpflanze betrachtet wird. Artemis verkörpert also eine junge, selbstbewusste und unabhängige Frau, die ihren Lebensweg alleine geht. Es ist ein eigenständig weiblicher Archetyp, neben dem der erwachsenen Frau, deren Göttin Aphrodite und Pflanze der Granatapfelbaum ist, der Mutter, die mit dem Birnbaum assoziiert wird, und der Großmutter, die auf pflanzlicher Ebene durch die Birke vertreten wird. Artemis ist die Schwester, wortwörtlich von Apollo, archetypisch aber auch in einem übergeordneten Sinn. Sie als große Schwester zu haben, bedeutet, über eine Vertraute zu verfügen, die viel von der Kraft erwachsener Frauen hat, dennoch als annähernd Gleichaltrige der eigenen Erfahrungswelt näher steht als beispielsweise die Mutter. Was man die Mutter nicht zu fragen wagt, darauf
findet man eventuell Antworten bei der Schwester. Beifuß als deren repräsentative Blütenessenz überträgt eine sehr natürliche Schwingungsenergie, die einen auf die eigene Natur, das eigene Wesen und die eigenen inneren Rhythmen einstimmt. Sie hilft, auf die innere Stimme, die Intuition zu hören und zu vertrauen. Darüber hinaus synchronisiert sie den Biorhythmus mit dem Mondrhythmus, was nicht nur bei Menstruationsproblemen hilfreich sein kann. Artemis vermag auch im Dunkeln zu sehen, was auf die Pflanze übertragen bedeutet, sie bietet des Nachts Orientierung, während wir schlafen. Die Artemisia-Blütenessenzen helfen, unsere Träume bewusst zu erleben. Von den Pflanzen dieser Gattung gibt es 3, die ich zum Artemisia-Trio zusammengefasst habe. Gewächse, die den Namen dieser Göttin tragen, die sind mit den Kräften des Mondes oder anders ausgedrückt der Traumwelt assoziiert. Die gebündelte Energie 3 Beifußarten hilft, sich selbst kennenzulernen, sich seiner Stärken gewahr zu werden und klar träumen zu können, in Einklang mit sich selbst und dem eigenen Biorhythmus zu leben. Das Artemisia-Trio besteht aus den folgenden 3 Artemis-Essenzen. Zuerst einmal der gewöhnliche Beifuß Artemisia vulgaris. Beifuß schafft Vertrauen in die dunklen Seiten des Lebens, die nicht vom Verstand aus beherrschbar sind, zum Beispiel die physiologischen Vorgänge im Körper. Vor allem aber geht es um das Vertrauen in ihn, in die eigenen Gefühle, die Intuition, die innere Stimme. Immer dann, wenn wir mit rationaler Analyse nicht weiterkommen und es einfacher wäre, sich dem natürlichen Lebensfluss anzuvertrauen, wir aber irgendwie innerlich blockiert sind, dann erleichtert uns Beifuß die Anpassung und die Freude am Gleichklang mit allem, was lebt. Beifuß hilft auf unbekanntem Terrain, sich zu orientieren, so wie sich Mond- und Jagdgöttin Artemis in der Nacht auf ihre Instinkte und ihre Intuition verlassen, Neuland betreten und aus der neu gewonnenen Information eine Bereicherung für das Leben erschaffen kann. Diese Essenz hilft beim Erlangen von Unabhängigkeit und fördert den Einklang mit der Natur. Sie erweckt die weiblichen Kräfte und stärkt die Autonomie. Früher verwandte man das Kraut zur Füllung von Kopfkissen, um dadurch prophetische Träume auszulösen. Es ist die Pflanze der Nacht, der Magie, der Träume und des inneren Einklangs. Zweite Beifußart ist der Wermut, Artemisia absinthium. Der Wermut hilft, sich selbst besser kennenzulernen und zu verstehen, sich zu akzeptieren und zu sich stehen zu können. Er lässt authentisch sein und das wahre Ich erkennen und ausleben. Diese Essenz öffnet einem die Augen für sich selbst und auch die eigene Außenwirkung. Manchmal begreifen wir nicht, weshalb wir auf Ablehnung stoßen. Wir verhalten uns auf eine Art und Weise, die bei anderen Widerstand oder Misstrauen hervorruft. Wie wir wirken möchten und wie wir tatsächlich auf andere wirken, das sind 2 Paar Schuhe. Oft kommt gut Gemeintes beim Angesprochenen ungut an und wir haben keine Ahnung, warum das so ist. Wir haben uns so daran gewöhnt, anderen etwas vorzuspielen, nämlich das, was wir gerne wären, dass wir es manchmal gar nicht richtig bemerken, wenn unsere Maske kneift. Wenn unser Lächeln als Zähnefletschen ausgelegt wird, wenn unsere Freundlichkeit irgendwie hinterhältig wirkt. Mehr Selbstakzeptanz kann dazu führen, offener, ehrlicher und authentischer auftreten zu können, ohne den inneren Spagat zwischen tatsächlich vorhandenem Gefühl und mental erzwungenem Auftreten. Wermut macht echt, glaubwürdig und überzeugend. Das erleichtert die Akzeptanz durch andere enorm. Seine Essenz gibt den Mut, die Maske abzunehmen und sich selbst
auch furchtlos ins Gesicht zu sehen. Ja zu sich selbst sagen zu können. Diese Blütenessenz bringt uns in Übereinstimmung mit unserem wahren Ich. Als dritter im Bunde der amerikanische Beifuß Artemisia douglasiana. Diese Pflanze, die von den nordamerikanischen Schamanen für Räucherungen verwendet wird, verschafft uns Zugang zur eigenen Seele, zum Unbewussten, zu unserer Innenwelt. Der amerikanische Beifuß eignet sich, wenn man übernervös ist, die Souveränität verliert und nicht mehr man selbst zu sein glaubt. Man neigt zu unbeherrschten Reaktionen und Projektionen und findet seinen inneren Kompass nicht mehr. Seine Essenz hilft beim Bewusstmachen der Träume wie des Lebenszieles, manchmal auch des Lebensziels im Traum. Sie kann einem den Zugang zu spirituellen Reichen erleichtern. Das Artemisia-Trio bringt einen also zu sich selbst nach Hause, im Wachen wie im Schlafen. Es lässt einen erst träumen, wer man wirklich ist, und hilft dann auch so zu werden. Eine Zutat bietet sich noch an für dieses Trio, ein ätherisches Öl wäre doch irgendwie passend. Jemand hatte mir einmal ätherisches Beifußöl von einem Urlaub in Kroatien mitgebracht und ich war sofort begeistert. Da kam natürlich die Idee auf, ein Beifußspray aus dem Trio plus dem ätherischen Öl zusammenzustellen. Doch dann erfuhr ich, dass der Verkauf des Öls in Deutschland gesetzlich verboten ist, da das darin enthaltene Thujon neurotoxisch wirkt und daher potenziell die Gesundheit schädigen kann. Natürlich würden ein, zwei Tropfen davon, zudem verdünnt in einem Spray, kaum schädlich sein. Aber ich habe dann meine Finger davon gelassen, das Urlaubspräsent nur ab und an im eigenen Diffuser verbraucht und das war's dann. Bis ich vom Davana-Öl erfuhr, das aus einer anderen, aber doch verwandten Pflanze, nämlich Artemisia pallens, gewonnen wird. Und das ist in Deutschland zugelassen und frei erhältlich. Und deshalb jetzt auch Bestandteil meiner Rezeptur eines Artemisia-Sprays. In der traditionell indischen Medizin wird Artemisia pallens häufig verwendet. Die Pflanze enthält nämlich eine Vielzahl von bioaktiven Verbindungen, darunter Flavonoide, Terpene und ätherische Öle. Deshalb wird sie auch in der Aromatherapie geschätzt. Das ätherische Öl aus den Blättern hat einen ganz charakteristischen Duft und wird auch zur Herstellung von Räucherwerk verwendet. Es hat antimikrobielle Eigenschaften und könnte daher potenziell bei der Bekämpfung von Infektionen hilfreich sein. Angebaut wird die Pflanze vor allem in Indien, wo sie Davanam heißt. Die Davana-Blüten werden von seinen Anhängern Shiva, dem Gott der Verwandlung, geopfert und schmücken den ganzen Tag über seinen Altar. Bei uns, oft als Unkraut geschmäht, liefert der Beifuß als Heilkraut, als Blütenessenz und schließlich durch Davana auch noch als Aromaöl wertvolle Hilfe, was sie vortrefflich miteinander kombinieren lässt. Probieren Sie es aus. Es wird Ihnen gefallen, da bin ich ziemlich sicher.